Tja, das Ergebnis der US-Präsidentschaftswahl, das lag schneller vor und fiel auch deutlicher aus als erwartet. Die Kandidatin der Demokraten, Kamala Harris, die hat dann inzwischen ein bisschen spät, aber immerhin ihre Niederlage eingeräumt. Schon werden jetzt im Weißen Haus und im Team des Wahlgewinners Donald Trump die Weichen für den Machtwechsel gestellt. Die Fans des Sieges unterdessen noch immer so ein bisschen im Freudentaumel. USA, USA, USA skandieren die republikanischen Wähler hier in Alabama nach dem Sieg ihres Kandidaten Donald Trump. Der hat die Präsidentschaftswahl überraschend klar gewonnen und in den Fangesängen wird klar, worauf seine Anhänger nun setzen: America First. Die in der Präsidentschaftswahl unterlegene Vizepräsidentin Kamala Harris räumte ihre Niederlage inzwischen ein. Trauer bei ihren Unterstützern. Doch als Harris in Washington, D.C. vor die überzeugten Demokraten tritt, versucht sie, ihnen Mut zu machen. Wenn ich auch die Niederlage einräume, so gebe ich doch die Ideen nicht auf, für die ich in diesem Wahlkampf eingetreten bin. Dies ist kein Zeitpunkt, um zu jubeln, aber dies ist ein Zeitpunkt, um die Ärmel hochzukrempeln. Wir müssen uns weiter engagieren im Interesse der Freiheit und der Gerechtigkeit für eine Zukunft, die wir gemeinsam aufbauen, sagt Harris und schaut nach vorn, auch mit Blick auf den anstehenden Machtwechsel im Weißen Haus. Ich habe mit dem neu gewählten Präsidenten Trump telefoniert und ihm zu seinem Sieg gratuliert. Ich habe ihm auch versichert, dass wir ihn und sein Team bei dem Übergang unterstützen werden, dass wir uns für einen friedlichen Machtwechsel einsetzen. Denn im Weißen Haus beginnen nun die Vorbereitungen für den Wechsel im Oval Office und den Wiedereinzug Donald Trumps. Aus seinem Wahlkampfteam heißt es: Präsident Joe Biden hat Präsident Donald J. Trump angerufen, um ihm zu seinem Sieg zu gratulieren. Er lud Trump ins Weiße Haus ein, um einen reibungslosen Übergang von der gegenwärtigen Regierung zu der künftigen Regierung zu gewährleisten. Präsident Trump freut sich auf das Treffen, das in Kürze stattfinden wird, und würdigte den Anruf. Hinter den Kulissen beginnt nun auch die Arbeit, Trumps Regierungsteam aufzustellen. Es kursieren bereits die Namen von Trump-Verbündeten, die wichtige Posten einnehmen könnten, darunter der Tech-Milliardär Elon Musk.